Kann man ein Rundstammhaus mit Celsius Wi-Fi beheizen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Und wie ihr seht, es ist zwar schon Oktober, aber ich genieße die Strahlungswärme auf über 2000 Meter Seehöhe. Hinter mir ein traumhaftes Almhaus, ein Rundstammhaus, wie man es im kanadischen Stil baut. Und wir schauen uns das jetzt an und wir gehen der Frage nach, wie könnte man mit unserer Celsius Wi-Fi Heizung dieses Haus adaptieren und könnt ihr das nachher über mein Smartphone von der Ferne steuern? Ja, das könnt ihr mit unserer Wi-Fi-Technologie alles machen. Ihr könnt sogar mehrere so eine Häuser aus der ganzen Welt aus einer App steuern. Und wir schauen uns das Haus jetzt einmal an. Ich zeige euch das, wie es momentan beheizt ist. Ihr seht es wahrscheinlich da schon im Hintergrund. Da ist sehr, sehr viel Feuerholz. Aber das heißt natürlich auch Arbeit. Das heißt im Prinzip immer wieder den Kamin füttern mit Holz. Da geht richtig was auf. Aber man kann es komfortabler haben und man kann es noch genialer haben, weil mit unserer Celsius Wi-Fi Technologie kann ich das auch noch sehr, sehr günstig beheizen. Und ich werde euch sagen, wie viel Paneele da überhaupt notwendig sind. Kommt einmal mit in dieses tolle Chalethaus und wir werden euch das auch in der Videobeschreibung verlinken, weil das könnt ihr auch mieten. Das ist eine Sensation. Und jetzt schaut einmal, was für eine traumhaften Kulissen dieses Chalet da ist. Also auf über 2000 Meter, da hinten schon fast 3000 aber. Da im unteren Bereich, wir schauen nachher noch mal kurz rein, da ist noch eine schöne Außensauna in Altholz gemacht. Also richtig was Tolles, Wellness auf der Alm. Und jetzt schauen wir auch weiter rein. Und jetzt gehen wir mal da rein und schauen wir uns das einmal an. Schaut einmal dieses tolle Ambiente an von dieser wunderbaren Rundstammhütte im kanadischen Stil. Man sieht da auch schön, wie das handwerklich toll gearbeitet ist. Da ist ein wunderbarer Ofen. Dieser Ofen hat uns die letzten Tage gut begleitet. Wir haben ihn sehr viel mit Holz füttern müssen, weil dieses Feuer muss am Leben erhalten. Aber es hat einen Nachteil, die Strahlungswärme ist nicht bis daher gegangen. Die warme Luft ist nach oben gegangen und die kalte nach unten. Und das ist die Konvektion. Würde man aber dieses Volumen, das sind jetzt circa um die 110 Kubikmeter massives Holz. Ich habe da jetzt ein Beispiel aufgestellt. Da könnte man zum Beispiel eine Typ 4 Platten ganz normal auf die Wand montieren. Es wäre aber auch möglich, eine Typ 5 Platten da hinten zum Beispiel quer über die Bank zu montieren. Und die zweite Platten, die könnte ich ganz elegant da in den Seitenteil integrieren. 5 cm Rundumluft und dann könnt ihr das in das Möbel integrieren, da würdest du gar nicht sehen, dass da eine Heizung installiert ist. Und das Ganze über unsere Wi-Fi-Technologie vernetzt. Und wenn ihr einen Ofen heizen wollt, das könnt ihr hier trotzdem machen. Also wir hätten jetzt einmal für diesen Raum 2 Celsius-Paneele. Dann gehen wir weiter. Und jetzt gehen wir da in den oberen Stock, also für diesen Vorraum würden wir ein nächstes Panel brauchen, das wären jetzt 3. Okay? Dann haben wir da oben so ein kleines Fernseheck, da würden wir nichts brauchen. Und schauen wir uns das jetzt auch noch an. Wenn ihr da zum Beispiel schaut, da ist diese Dachschräge und da sind jetzt die ganzen Schlafbereiche, also insgesamt sind es 7 Stück. Kann man wunderbar schlafen. Und da würden wir ein einziges Panel brauchen, um dieses Volumen zu beheizen. Also wir reden jetzt schon von 4 Paneelen. Und wir haben jetzt im ersten Stock im Wohnbereich, unten ist jetzt noch ein Schlafbereich, das schauen wir uns auch noch an und da kommt es jetzt mit. So, und da gehen wir jetzt noch in das nächste Zimmer, schaut euch diese originalen handgemachten Türen an. Und da drinnen ist noch ein wunderbares Zirbenbett auf 2 Etagen und da drinnen würde ein Celsius Typ 1 vollkommen ausreichen und das würden wir da unter das Fensterbank herhängen. Das wäre jetzt das 5. Panel. Okay? Und jetzt gehen wir nach unten. Und jetzt haben wir da unten noch den Abgang. Da haben wir noch so eine Vorratskammer. Und da wäre es jetzt so, dass wir da noch im WC ein kleines Typ 2 Panel benötigen würden. Und da im Badezimmer würden wir noch ein Typ 1 Panel benötigen. Und dann hätten wir gleichzeitig dieses Kondenswasser-Thema vom Tisch
Derzeit ist eine elektrische Fußbodenheizung verbaut. Die Fußbodenheizung braucht sicherlich das Doppelte an Energie, als wie ein Celsius-Panel unter Volllast benötigen würde. Und wenn jetzt die Wärme darin aufgebaut ist, würde ein Celsius-Panel sein Badezimmer locker mit 200 Watt und weniger heizen können. Und da jetzt würden wir jetzt für dieses Panel im Vorraum noch ein quadratisches benötigen und dann würde über diese Reflexion auch der obere Bereich beheizt werden können. Und da könnte man jetzt in der Sauna, schaut mal, den kurzen Blick da reinwerfen, wie schön eine Altholzsauna da ist und mit einem Panoramafenster. Beim Panoramafenster kann man da rausschauen in die Natur. Einfach herrlich, sage ich euch. Wie ihr jetzt gesehen habt, mit 7 große, also sprich die quadratischen oder Typ 4 oder Typ 5, das ist dann egal, und ein kleines Panel, Typ 2, könnten wir diese ganze Hütte noch zusätzlich mit Celsius perfekt erwärmen. Und wenn ich noch Lust habe, dann brauche ich meinen Ofen noch mal dezent heizen. Aber ihr hättet heute mit dem kleinsten Energieverbrauch auch die Möglichkeit, über Wi-Fi diese Hütte von der Ferne zu steuern. Wenn wir jetzt einmal nehmen, und das wird viele draußen interessieren, wenn ich jetzt sage, also ein Holzhaus wie dieses in dieser hohen Bergregion, wenn ich jetzt sage, pro Panel 150 Watt und wir haben jetzt groß und klein, sagen wir gesamt 8 Stück, reden wir bitte von 1,2 kW pro Stunde, was diese Hütte verbrauchen würde. Wenn ich jetzt dieses in mal 15 Stunden rechne, wären das am Tag 18 kW. Und wenn ich das jetzt rechne auf 180 Heiztage, dann wären das nur 3240 Kilowattstunden für dieses ganze Chalet vollwertig mit der Celsius-Heizung beheizt, ohne Ofen. Das heißt, der Ofen würde noch zusätzlich den Energieverbrauch senken. Und wenn ich das jetzt rechne, zum Beispiel mit 30 Cent, um heute auf deutsche Preise auch Rücksicht zu nehmen, dann reden wir irgendwo von 972 € Ganzjahresheizkosten. Das heißt, irgendwo so ein Chalet könnte man mit 80 € im Monat und weniger beheizen, weil ich habe es nur mit 150 Watt kalkuliert. Die Celsius-Paneele mit der Wi-Fi-Technologie regulieren sich bis auf 50 Watt. Wenn jetzt natürlich die Frage auch kommt, wenn ich jetzt sage, was würde die Heizung jetzt klassisch kosten, dann gehen wir einmal davon aus, also knapp 20.000 € wird die ganze Heizung kosten, inklusive der Wi-Fi-Steuerung, inklusive der Cloud und der Updates, also ist im Prinzip alles inklusive. Und die Installation war sehr, sehr einfach. Es sind nur 2 Haken in die Wand zu hängen, aufhängen, fertig. Die könnte man wunderbar in dieses Almchalet adaptieren. Wenn ihr mehr über unser Celsius Infrarotheizung wissen wollt, schaut bitte unter www.infrarotheime.at. Schaut eine unter Smart Heizen. Da seht ihr zum Beispiel das ganze Wi-Fi-Thema. Auch auf unserem YouTube-Kanal gibt es mittlerweile etliche Videos dazu. Und wir freuen uns über einen Kommentar. Wir freuen uns über heute, dass ihr unseren Kanal liken und teilen tut. Und bis demnächst von einem Video von Infrarotheime. Pfiat euch.